Heute werden wir die Welt von Rom durch die Augen eines jungen Mädchens betrachten. Hier ist sie. Sie malt ein Bild von sich im Atrium des riesigen Hauses ihres Vaters. Ihr Name ist Domitia und sie ist erst 5 Jahre alt. Sie hat einen älteren Bruder, der 14 Jahre alt ist, Lucius Domitius Ahenobarbus, benannt nach ihrem Vater. Mädchen bekommen nicht diese langen Namen, die Jungen haben. Noch schlimmer ist, dass Papa darauf besteht, alle seine Töchter Domitia zu nennen. Domitia! Nennen wir die Domitia, die auf der Säule zeichnet, Domitia 3. Sie hat eine ältere Schwester, Domitia 2, die 7 Jahre alt ist. Und dann ist da noch Domitia 1, die 10 Jahre alt ist. Es hätte eine Domitia 4 gegeben, aber ihre Mutter starb vor 3 Jahren bei ihrer Geburt. Verwirrt? Die Römer waren es auch. Sie konnten die Abstammung über die männliche Linie mit den schönen dreiteiligen Namen wie Lucius Domitius Ahenobarbus ermitteln. Aber sie gerieten in einen echten Streit darüber, welche Domitia mit wem verheiratet war und ob sie die Großtante oder die Stiefmutter von wem auch immer war, wenn sie es niederschreiben wollten. Domitia 3 malt nicht nur auf die Säule, sie beobachtet auch das Geschehen. Denn es ist noch früh. Zu dieser Tageszeit kommen alle Mandanten und Freunde ihres Vaters zu ihm nach Hause, um ihn ihre Aufwartung zu machen. Lucius Popidius Secundus, ein 17-Jähriger, der in den nächsten 5 bis 7 Jahren Domitia 2 heiraten will, ist ebenfalls gekommen. Er scheint nicht seiner zukünftigen Frau den Hof zu machen, sondern ihrem Vater, armer Lucius. Er weiß nicht, dass Domitias Vater ihn und seine Familie für wohlhabend, aber trotzdem für Abschaum aus der Subura hält. Schließlich ist das der Teil Roms, in dem es viele Barbiere und Prostituierte gibt. Plötzlich gehen alle Männer mit Papa weg. Es ist die 2. Stunde und es ist Zeit für ihn, vor Gericht zu stehen, wo ein derbes Publikum aus Mandanten seine Worte beklatscht und seinen Gegner ausbuht. Das Haus ist jetzt ruhiger. Die Männer werden erst in 7 Stunden zurückkehren, nicht vor dem Abendessen. Aber was passiert in diesen 7 Stunden im Haus? Was tun Domitia, Domitia und Domitia den ganzen Tag? Keine leichte Frage. Alles, was wir an römischen Aufzeichnungen heute haben, wurde von Männern geschrieben. Das macht es schwierig, das Leben von Frauen zu rekonstruieren. Allerdings reicht die Geschichte der römischen Männer allein nicht aus. Also, los geht's. Beginnen wir im Atrium. Dort steht ein riesiger Webstuhl, mit dem Papas neueste Frau eine neue Toga macht. Domitia, Domitia und Domitia haben die Aufgabe, die Wolle zu spinnen, die zum Weben dieses mächtigen Gewandes verwendet werden soll. Es misst bis zu 9 Meter oder länger und ist ellipsenförmig. Die Römer liebten die Vorstellung, dass ihre Frauen Wolle verarbeiten. Wir wissen das, weil es auf den Grabsteinen so vieler römischer Frauen steht. Anders als Frauen in Griechenland verlassen römische Frauen das Haus und gehen durch die Stadt. Sie gehen morgens in die Bäder, um den Männern aus dem Weg zu gehen, oder in separate Bäder, die nur für Frauen bestimmt sind. Manche folgen der neuesten Mode der 70er Jahre nach Christus. Nacktbaden in Anwesenheit von Männern. Wo die Männer sind, dürfen sie aber nicht sein. Im Forum, am Gerichtshof oder im Senat. Ihr Platz in der Öffentlichkeit ist in den Portikus, mit Gärten, Skulpturen und Wegen. Wenn Domitia, Domitia und Domitia das Haus verlassen wollen, um irgendwo hinzugehen, wie dem Portikus der Livia, müssen sie sich herrichten. Domitia 2 und Domitia 3 sind hergerichtet, aber Domitia 1, die in 2 Jahren ihren Verlobten Philatus heiraten soll, ist nicht hergerichtet. Sie ist nicht langsam, sie hat nur mehr zu tun. Da sie verlobt ist, trägt sie die Zeichen der Verlobung. Verlobungsringe und alle Geschenke, die Philatus ihr gemacht hat. Juwelen, Ohrringe, Halsketten und die Anhänger. Sie trägt vielleicht sogar ihren Myrtenkranz. Die ganzen Klunker schreien, ich heirate diesen 19-Jährigen, der mir das ganze Zeug geschenkt hat, das ich hier trage. Während sie warten, spielen Domitia 2 und Domitia 3 mit ihren Puppen, die ihre Schwester widerspiegeln, die sich für die Hochzeit herausgeputzt hat. Eines Tages werden diese Puppen am Tag ihrer Hochzeit den Hausgöttern geweiht. Okay, wir sind soweit. Die Mädchen steigen in Sänften, die von kräftigen Sklaven getragen werden. Sie haben auch eine Aufsichtsperson dabei und treffen eine Tante in der Portikus der Livia. Die Sklaven tragen die Mädchen hoch auf ihren Schultern und sie blicken durch die Vorhänge hinaus auf die belebten Straßen unter ihnen. Sie durchqueren die Stadt am Kolosseum vorbei, biegen dann aber ab, um den Hügel hinaufzusteigen zur Portikus der Livia.
Sie wurde von Livia gebaut, der Frau des ersten Kaisers Augustus, auf dem Grundstück des Hauses von Vedius Pollio. Er war nicht so ein toller Kerl. Er versuchte einmal einen Sklaven an die Aale in seinem Fischteich zu verfüttern, nur weil dieser eine Schale fallen gelassen hatte. Glücklicherweise war der Kaiser bei dem Abendessen anwesend und zügelte sein Temperament. Die Sänften werden zu Boden gelassen und die Mädchen steigen aus. Arm in Arm, in Zweiergruppen, steigen sie die Stufen hinauf, in den umschlossenen Garten mit vielen Säulen. Domitia 3 eilte los und malt jetzt auf eine Säule. Domitia 2 schließt sich ihr an, versucht aber das Graffiti weiter oben an der Säule zu lesen. Sie entdeckt eine Zeichnung von Gladiatoren und versucht sich ihren Kampf vorzustellen. Beim Kampf zuzusehen wird ihr nie erlaubt sein, außer aus den hintersten Rängen des Kolosseums. Von dort aus hat sie einen guten Blick auf die 50.000 Zuschauer. Aber vom blutigen Geschehen wird sie nur wenig sehen. Wenn sie unbedingt eine gute Aussicht haben wollte, könnte sie eine Vestalin werden und ganz vorne sitzen. Aber eine Karriere, bei der man die heilige Flamme der Vesta hütet, ist nicht jedermanns Sache. Domitia 1 hat eine andere 10-Jährige getroffen, die ebenfalls mit den Zeichen der Verlobung geschmückt ist. Zeit, nach Hause zu gehen. Als sie nach der 8. Stunde dort ankommen, merken sie, dass irgendetwas los ist. Ein zerbrochener Teller liegt auf dem Boden. Alle Sklaven werden im Atrium versammelt und warten auf die Ankunft ihres Herrn. Papa wird ausrasten. Seine Kinder wird er nicht schlagen, aber wie viele andere Römer glaubt er, dass Sklaven bestraft werden müssen. Die Peitsche liegt bereit für seine Ankunft. Niemand weiß, wer den Teller fallen gelassen hat, aber Papa wird sie foltern lassen, um das herauszubekommen, wenn es sein muss. Der Pförtner öffnet die Eingangstür des Hauses. Die ängstlichen Sklaven werden ganz still. Aber statt ihres Herrn kommt eine junge Schwangere herein. Es ist die älteste Tochter des Herrn. Sie ist 15 und hat bereits Erfahrung mit Heirat und Geburten. Ratet mal, wie sie heißt. Es besteht eine 5- bis 10-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie die Geburt ihres Kindes nicht überleben wird. Aber jetzt ist sie zum Essen mit ihrer Familie gekommen. Als sehr junge Mutter erweist sie sich als erfolgreiche Ehefrau, da sie ihrem Ehemann Kinder und Nachkommen schenkt, die seinen Namen in Zukunft weiterführen werden. Die Familie begibt sich in den Speisesaal und lässt sich das Abendessen servieren. Es sieht so aus, als ob Papa woanders zum Essen eingeladen ist. Nach dem Essen gehen die Mädchen durchs Atrium, um sich von ihrer älteren Schwester zu verabschieden, die in einer Sänfte nach Hause getragen wird, eskortiert von einigen von Vaters Leibwächtern. Auf dem Rückweg zum Haus gehen die Mädchen durchs Atrium. Die Sklaven, jung und alt, männlich und weiblich, warten auf die Rückkehr ihres Herrn. Wenn er zurückkehrt, kann er Vergeltung verlangen und seine Macht über die Sklaven durch Gewalt und Terror aufrechterhalten, was jeden Sklaven treffen könnte. Aber für die Mädchen geht es nach oben, bettfertig für die Nacht. Wenn du gerne etwas über Geschichte lernst, abonniere unseren Kanal. Jede Woche veröffentlichen wir Animationen über alles Mögliche, von der Verschwörung gegen Julius Caesar bis hin zur dunklen Geschichte der Bananen.